Hallo ihr Lieben, heute machen wir super luftige Ramadan-Pide. Das ist Fladenbrot, was es eigentlich nur zur Ramadan-Zeit gibt und einfach was Besonderes ist. Wir brauchen 550 Gramm Mehl, dann brauchen wir noch lauwarmes Wasser 100 Milliliter, 1 Teelöffel Zucker, ein halber Würfel frische Hefe oder eine Packung Trockenhefe, 200 Milliliter lauwarme Milch, 1 Esslöffel Rapsöl, 1 Teelöffel Salz, 50 Milliliter Rapsöl und 2 Esslöffel Milch und ein Eigelb und etwas Sesam. Zuerst gebe ich die Hefe, Zucker, Milch und Wasser in die Schüssel, verrühre alles gut und lasse es ca. 10 Minuten gehen. Die Zutaten findet ihr in der Infobox. Die Hefe ist aktiviert. Nun füge ich auf niedriger Stufe das Öl und nach das Mehl hinzu. Danach rühre ich auf mittlerer Stufe ca. 2 Minuten weiter. Der Teig sollte so aussehen, also etwas klebrig. So viel Mehl ist übrig geblieben, das variiert immer etwas. Aber kein Problem, das Mehl nutze ich einfach zum Bemehlen. Da meine Rührschüssel materialbedingt kalt ist, setze ich den Teig jetzt in eine bemehlte große Schüssel mit Deckel um. Ich gebe noch etwas Mehl oben drauf und lasse ihn ca. 1 Stunde gehen. Jetzt holt Ünal den Teig aus der Schüssel und breitet ihn direkt mit den Händen auf dem Backpapier aus. Jetzt drückt er mit den Fingerspitzen das typische Ramadan-Pide-Muster ein. Wir freuen uns über ein Abo. Wer den Teig länger gehen lässt, kann das Muster gerne nachdrücken. Zugedeckt lassen wir den Teig nochmal 10 Minuten gehen. Zum Ei gebe ich nun das Öl und die Milch und verrühre dies. Dann bestreiche ich den Teig damit. Ich habe hier etwas zu viel Milch genommen, sonst nutze ich nämlich immer Joghurt. Also wenn ihr Joghurt da habt, nehmt lieber den, dann wird es einfach nicht so flüssig und schmeckt aber eigentlich genauso gut. Zum Schluss verteile ich den Sesam darüber. Ich backe bei 220 Grad Umluft für ca. 18 Minuten. Damit die Pide knuspriger wird, fülle ich eine Backform mit Wasser und gebe die mit in den Ofen. Dazu schmeckt zum Beispiel Menemen. Ich verlinke euch gerne mein Rezept jetzt dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abo. Bis zum nächsten Video.